Wenn du gerade auf unserer Church Online-Plattform zuschaust, kannst du gerne auf den Bible Writer klicken und in der YouVersion Bibel schon einmal Matthäus 27 aus dem Neuen Testament raussuchen oder einfach den Writer mit den Predigtnotizen öffnen, um gleich mitzuschreiben. Heute starten wir eine neue Predigtserie mit dem Titel Letzte Worte. Aufgrund der aktuellen Situation in unserer Welt geht es gerade etwas unter, dass wir uns auf Ostern zubewegen. Und ich glaube, dass diese Serie uns geistliche Tiefe und Frische geben wird, während wir uns einige der Worte anschauen werden, die Jesus sagte, als er am Kreuz hing. Während wir uns auf das Osterwochenende vorbereiten und das leere Grab feiern, dachte ich, es wäre wichtig und hilfreich, wenn wir uns die letzten Worte von Jesus vor Augen führen. Es sind kraftvolle und theologisch tiefe Wahrheiten, die Jesus am Kreuz aussprach. Beginnen wir mit Matthäus 27, 37, um einen Kontext zu den ersten Worten zu geben, die wir uns ansehen werden. Jesus hängt zu diesem Zeitpunkt bereits am Kreuz. Die Bibel sagt, über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für sein Vergehen angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Mit diesem Schild verspotteten sie ihn und machten sich über ihn lustig. Vers 38. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihnen. Wir werden uns diese beiden Verbrecher in den kommenden Wochen noch einmal genauer anschauen. Vers 39 sagt Folgendes: Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Sie zitierten, was er zuvor gesagt hatte. Du hast gesagt, du würdest das tun. Jetzt bist du hier. Wo ist denn dein Gott? Wieso hilft er dir nicht? Vers 41. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Andere hat er geholfen, aber sich selbst kann nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Die nächsten 5 Worte trafen den Kern ihres Spottes, als sie sagten, er hat auf Gott vertraut. Sie sagten, wo ist dein Gott? Du willst immer noch auf Gott vertrauen? Ich meine, schließlich hängst du da am Kreuz. Das hat also dein Gottvertrauen gebracht. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Wo ist dein Gott jetzt? Zugegeben, wenn du dort gewesen wärst und Jesus am Kreuz gesehen hättest, hättest du vielleicht auch so etwas gesagt wie, er vertraut auf Gott? Wo ist sein Gott jetzt? Denn wenn du ihn gesehen hättest, wärst du zutiefst verstört gewesen, denn die Schrift sagt uns sehr deutlich, was sie Jesus angetan haben. Sie schlugen ihn und missbrauchten ihn so heftig, dass er nicht einmal mehr wie ein Mensch aussah. Denkt mal drüber nach. Sie zogen sein Hemd und seine Kleidung aus und peitschten ihn 39 Mal mit einer Lederpeitsche über den Rücken, die Glasscherben, Metallstücke und scharfe Gegenstände am Ende gehabt hatte, die buchstäblich seinen Rücken aufgerissen haben. Oft legten diese Art der Geißelung die inneren Organe des Opfers frei. Die Soldaten verbanden ihm die Augen und schlugen mit ihren großen Siegelringen immer wieder ihm ins Gesicht und riefen, Prophezei, sag, wer dich geschlagen hat, bis sein Gesicht blau, grün und blutig war. Dann setzten sie ihm die Dornkrone auf den Kopf, nur um sich über ihn lustig zu machen. Die schärfsten Dornen, die du dir vorstellen kannst, und drückten sie nach unten, sodass sich die Dornen in sein Fleisch bohrten. Sie traten ihn immer wieder und sie bespuckten ihn. So nahm die Schöpfung ihren Schöpfer und legten ihn auf Holzbalken auf dem Boden und schlugen Nägel durch sein Fleisch und durch seine Fersen. Die Bibel sagt uns, dass sie ihn nackt ausgezogen hatten. Dann stellten sie das Kreuz auf und dort hing er, eher wie ein Tier als wie ein Mann, nackt am Kreuz. Und dann sagten sie, vertraust du immer noch auf deinen Gott? Wo ist er jetzt? Vertrauen. Das Grundwort, das als Vertrauen in dieser Bibelstelle übersetzt wird, bedeutet wortwörtlich inneres Überzeugtsein, guter Zuversicht sein, volles Vertrauen haben und gehorchen. Du vertraust immer noch auf Gott? Es ist sehr leicht, auf Gott zu vertrauen, wenn die Dinge gut laufen. Aber es ist für viele von uns schwierig, auf Gott zu vertrauen, wenn das Leben dunkel und schwer wird. Wir alle müssen irgendwann die grundlegendste Frage des Lebens beantworten. Vertraust du wirklich Gott? Vom Beginn der Schöpfung hat der Teufel versucht, den Charakter und die Autorität sowie die Liebe und Gnade Gottes zu untergraben. Sogar in Form einer Schlange kam der Feind in den Garten Eden und sagte zu Eva, willst du ihm wirklich vertrauen? Hat er wirklich gesagt, iss nicht von dieser Frucht? Wirst du ihm wirklich vertrauen? Denn es ist leicht, Gott im Licht zu vertrauen, auf dem Berggipfel, aber es ist viel schwieriger, ihm zu vertrauen, wenn das Leben dunkel und schwer wird. Um dir ein Beispiel zu geben, vor einigen Jahren war ich auf einem Jugendcamp und wir hatten als Mitarbeiter die geniale Idee gehabt, ein Nachtspiel zu machen im Wald. Wir alle fanden die Idee super, teilten die Jugendlichen in 2 Teams auf und gingen mit beiden Gruppen separat in den Wald. Was wir nicht bedacht hatten, war, dass an dem Tag der Himmel bewölkt war und weder Mond noch Sterne sahen und dass es im Wald ganz schön dunkel sein kann. Es war so dunkel, dass man kaum seine eigene Hand vor dem Gesicht sah.
Und sogar die vorlautesten Jungs haben Angst bekommen. Das Adrenalin schoss mir durch den Körper, als ich mir bewusst machte, was alles passieren könnte. Kinder, die gegen Bäume rennen und blutend ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Jugendliche, die von Wildschweinen oder anderen wilden Tieren angegriffen werden. Jugendliche, die wir vielleicht nicht mehr wiederfinden, weil sie sich im Wald verlaufen haben. Ich bin mir sicher, dass ich nicht laut geflucht habe, aber in meinem Kopf waren ganz schön viele Schimpfwörter. Und ich sah schon die Schlagzeilen in der Zeitung. Mehrere Jugendliche auf Kirchencamp schwer verletzt, Pastor verletzt Aufsichtspflicht und kommt ins Gefängnis. Glücklicherweise hat sich bis auf meinen kleinen Bruder niemand verletzt und alle sind wieder heil im Camp angekommen, nachdem wir das Spiel frühzeitig abgebrochen haben. Aber so schnell kann es gehen, dass wir von Begeisterung und Vertrauen im nächsten Moment schwenken zu, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es einen Gott gibt. Es ist so einfach, Gott zu vertrauen, wenn das Leben so verläuft, wie du es möchtest. Aber es ist so viel schwieriger, wenn du es nicht verstehst, wenn dein Leben im Dunkeln liegt. Apropos Dunkelheit. Folgendes sagt die Bibel über die Zeit am Kreuz. Matthäus 27, Abvers 45. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Finsternis am Mittag, als ob Gott sagen würde, ich werde meine Sonne bei diesem Ereignis nicht scheinen lassen. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut. Er hat den ganzen Missbrauch von den Soldaten ertragen, ohne sich zu beschweren. Aber in dem Moment, als Gott seine Gegenwart zurückzog, schrie Jesus. Und er schrie, Eli, Eli, lema sabachthani. Und mitten in der Dunkelheit schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht ein einziges Mal hat er sich beschwert, als die Soldaten ihn missbraucht hatten. Aber als Gott sich abwendete, schrie er vor Qual, ich kann das nicht länger ertragen, ich verstehe das nicht, warum? Es ist interessant zu sehen, dass Jesus in allen Evangelien Gott als seinen Vater, sein Abba, sein Papa bezeichnet hat. Aber in diesem Moment passierte etwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber anstatt Vater, aber Papa zu sagen, sagt er, mein Gott, warum? Das ist einer der traurigsten Verse in der Bibel und zweifellos einer der verwirrendsten. Martin Luther sagt von diesem Vers vor einigen Jahrhunderten, wie kann Gott verlassen? Weil genau das ist, was passiert ist. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Diese Frage hat so viele theologische Herausforderungen, dass ich nicht mal anfangen könnte, sie zu beantworten. Wie, warum, was, Gott seinen Sohn verlassen? Ich meine, Jesus musste es wissen. Wusste er es? Wusste er es nicht? Sicher wusste er, dass er Gott war, aber diese Fragen, die in meinem Kopf sind. Und Jesus schrie die Frage aus, die fast alle irgendwann in unserem Leben stellen, wenn es dunkel wird und wir nicht verstehen, fragen wir am Ende, warum? Als meine Frau eines Tages mich anrief, als wir Anfang 20 waren und mir weinend erzählte, dass sie eine Autoimmunkrankheit hat, habe ich die ganze Nacht durchgebetet mit der einen Frage, Gott, warum? Wenn ich mitbekomme, wie Ehepaare kurz vor der Entbindung ihr Kind im Mutterleib verlieren, frage ich mich, warum? Wenn ich sehe, dass im Moment auf der ganzen Welt so viele Menschen sterben, frage ich mich, warum? Ich habe mir mein Business jahrelang aufgebaut und dafür gekämpft und jetzt ist alles kaputt. Gott, warum? Wenn ich die Verletzungen und die Fragen von Menschen höre, bin ich mir sicher, dass wir alle irgendwann an den Punkt kommen, wo du fragst, warum? Ich verstehe es nicht. Und die Realität ist, wir können nicht alles verstehen. Das ist Fakt, denn wir sehen nur einen Teil der Geschichte. Wir können nicht alles aus Gottes Sicht verstehen. Paulus drückt es sehr deutlich aus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12, als er jetzt mit der Ewigkeit verglich. Er sagte, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir vor Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich es immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Ich kann es gerade nicht verstehen. Wir sehen nur einen Teil von dem Ganzen. Und dann geht es weiter im Vers 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Am Anfang habe ich vielleicht Glauben, yes, Gott ist gut, ich bin mehr als ein Überwinder. Und dann schwenkt es oft hin, dass die Hoffnung vielleicht noch da ist, weil der Glaube nicht mehr so stark ist. Ich hoffe, dass Gott immer noch in Kontrolle ist. Aber das, was das Größte ist und was uns nie verlassen wird, ist, dass wir uns sicher sein können, egal was im Leben passiert, dass Gott uns liebt. Auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn du es nicht siehst oder fühlst, ich weiß, Gott liebt dich.
Als meine jüngste Tochter noch sehr klein war, hatte sie eine Bindehautentzündung und wir mussten ihr Augentropfen geben. Davor hatte sie so Angst, dass sie sich drehte und wendete und meine Frau und ich sie zu zweit festhalten mussten, um ihr die Augentropfen zu geben. Und es war so hart für mich zu sehen, wie sie sich wehrte und sie schrie, Papa, warum? Tu mir das nicht an, Papa, bitte nein. Und ich dachte, ich kann es diesem 3-jährigen Mädchen versuchen zu erklären, aber für ihren Kopf macht das überhaupt keinen Sinn. Sie wird es nicht verstehen, so wie wir oft nicht in der Lage sind, Gott und seine göttlichen Absichten zu verstehen, selbst oder besonders in unserem Schmerz. Hier ist, was Gott sagt in Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Aber die gute Nachricht ist, dass Gottes Wort uns einige Dinge gibt, an die wir uns erinnern sollten, wenn wir nicht verstehen. Ich möchte euch 3 Punkte geben, an die wir uns erinnern sollten, die wir festhalten sollten, wenn das Leben keinen Sinn macht. Das erste ist, Gott ist gut. Das zweite ist, Gott ist für mich. Und das dritte ist, Gott ist mit mir. Wie kommen wir von dem Ort im Leben, an dem wir Gott nicht sehen und verstehen, zu dem Ort, an dem wir ohne Zweifel sagen, dass Gott gut ist, er bei mir ist und er mich liebt? Wie kommen wir von hier nach hier? Wir halten an einem Gott fest, der unveränderlich ist. Hebräer 4, Vers 14 sagt uns, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Seien wir ehrlich, einige von uns befinden sich nicht in einer Krise, einige von uns genießen gerade vielleicht die freie Zeit, du fühlst dich gesegnet und hast die beste Zeit mit Gott. Aber in jedem Leben ändern sich immer wieder die Winde und die Stürme des Lebens beginnen zu wehen. Lebenskrisen kommen häufig völlig unerwartet und können dich in ein emotionales Loch stoßen. Jemand sagte einmal, entweder kommst du aus einer Krise, bist gerade in einer Krise oder bist auf dem Weg in eine Krise. Die Herausforderung des Lebens, der Verrat und die Enttäuschung von Menschen und die Dinge, die du nicht erwartet hast. Und plötzlich ist das Festhalten an Gott ein bisschen schwieriger. Manchmal im Leben kommt man an einen Punkt, an dem das Chaos, der Schmerz und die Verwirrung so groß sind, dass das Festhalten an Gott sich wie ein Festhalten am letzten Strohhalm anfühlt. Aber wir sollten verstehen, dass unser Festhalten an Gott bedeutet, dass wir an einem allmächtigen, allwissenden, unveränderlichen und unbeweglichen Gott festhalten, der immer in Kontrolle ist. Und Gott schiebt keine Panik im Himmel, weil dein Leben gerade im Chaos ist oder weil ein Virus gerade sein Unwesen auf der Erde treibt. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 28 lesen wir, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns die Gnade festhalten. Wenn du mitschreiben möchtest, schreib dir Folgendes auf. Wenn dein Leben hart ist und du dich fragst, warum, erinnere dich dran, dass Gott gut ist. Im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 18 sagt die Bibel Folgendes, niemand ist gut, außer Gott allein. Er ist gut. Warum ist es wichtig? Weil wir dazu neigen, unsere gegenwärtige Situation auf Gott zu projizieren. Wenn wir verwirrt sind und Dinge passieren, die wir nicht verstehen, sagen wir, Gott, warum hast du mich an diesen Ort gelassen? Ich verstehe es nicht, wo bist du? Wenn Dinge passieren, die schlecht sind, denken wir manchmal, dass Gott vielleicht nicht gut ist, weil er diese Dinge zulässt. Aber unser Gott steht über den Umständen. Daran halten wir fest, inmitten der Krankheit ist Gott gut. In Missbrauch, in so tiefen Verletzungen, dass wir nicht einmal es erklären können. Sie beeinflussen unser Leben jahrelang. Selbst dann ist Gott gut. Wenn wir um den Verlust einer geliebten Person trauern, ist Gott gut. Im Krieg, in grausamen Dingen wie Völkermord, ist Gott immer noch gut. Für immer. Und es wird sich nie ändern. Er ist gut. Wir erinnern uns, wir halten daran fest, Gott ist immer gut. Das Zweite, wenn du mitschreibst, ist Gott ist für mich. Gott ist für mich. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 31 schreibt Paulus Folgendes. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die Bibel sagt, dass er Alpha und Omega ist. Er ist Anfang und Ende. Er ist der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat die Sterne in den Weltraum gestellt. Und doch sagt die Bibel, dass er für dich und für mich ist. Wenn das wahr ist, dass der Gott, der alles erschaffen hat, für dich ist, dann, Freunde, wer unter welchen Umständen könnte es wagen, gegen dich zu sein? Der allmächtige Gott ist dein Beistand, dein guter Hirte, dein liebender Vater. Er glaubt an dich. Er hat einen Traum, einen Plan für dein Leben, der größer ist als jede momentane Verwirrung. Wir halten daran fest und erinnern uns, dass Gott immer gut ist und er immer für uns ist. Und mein letzter Punkt ist, er ist mit mir. Er ist bei uns. Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 5 heißt es, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Nie und niemals. Das sind gute Nachrichten. Egal wie allein du dich gerade fühlst, egal wer dich betrogen und belogen hat.
Gott verspricht, dass er dich nie vergessen wird, dich niemals im Stich lässt, dass er gut ist, dass er für dich ist und dass er bei dir ist. Aber warum hat Gott der Vater seine Gegenwart von seinem einzigen Sohn abgewendet? Er hat seinen Sohn verlassen, damit er dich niemals verlassen muss. Selbst wenn wir unser Leben nicht verstehen, können wir uns immer daran erinnern, dass Gott gut ist und Gott für uns ist und Gott mit uns ist. Er wird uns nie vergessen und niemals im Stich lassen. Vertraust du Gott? Es ist leicht, Gott im Licht zu vertrauen, aber es ist schwieriger, Gott zu vertrauen, wenn das Leben dunkel ist. In Sprüche 3, Vers 5 sagt uns die Bibel, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Wir werden nicht alles verstehen, aber denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Das Wort im Hebräischen, das mit denken übersetzt wird, ist eigentlich das Wort Yada. Dieses Wort bedeutet wörtlich zu wissen oder zu kennen. Erkenne Gott auf all deinen Wegen. In allem, was du tust, erkenne Gott. Auch wenn du es nicht verstehst und das Leben keinen Sinn macht, erkenne, finde Gott, weiß, dass er an deiner Seite ist. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Frag, Gott, zeig mir, wo du gerade bist. Wo bist du in meinem Schmerz? Wo bist du in meiner Einsamkeit? Und du wirst feststellen, dass er an deiner Seite ist. Folgendes habe ich für mein Leben festgestellt. Je besser ich Gott kenne, desto weniger werde ich fragen, warum. Und je besser ich Gott kenne, desto mehr frage ich, was. Anstatt, Gott, warum passiert das? Gott, warum tust du das? Gott, warum tust du nicht das, was ich will? Je besser ich Gott kenne, desto mehr werde ich fragen, was. Gott, was machst du? Gott, was soll ich sehen? Gott, was ist dein Plan? Wenn viele Leute sagen, Gott ist nirgends zu finden, sage ich, nee. Weil ich ihn kenne, weiß ich, Gott ist jetzt hier. Anstatt zu fragen, warum, habe ich gelernt zu fragen, was. Du fragst dich vielleicht, warum hat Gott Jesus verlassen? Aber wir sollten vielmehr fragen, was ist da eigentlich passiert? Die Antwort finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Die Bibel sagt, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt. Jesus trug unsere Schuld, um was zu erreichen? Damit wir freigesprochen sind. Jesus trug deine Schuld am Kreuz. Er trug Mord, Ehebruch, Lüge, Pornografie und Betrug und Rassismus und Hass und jede andere Sünde, die es auf dieser Welt gibt. Jesus wurde zu unserem Sündenbock und Gott musste wegsehen. Er starb für unsere Schuld, damit wir freigesprochen sind. Als alle, die am Kreuz standen, es nicht verstanden, hat Gott ihn mit all unserer Schuld beladen, damit wir freigesprochen werden können. Also egal, was du durchmachst, vergiss niemals, dass Gott gut ist. Er ist für dich und er wird dich niemals verlassen. Lasst uns gemeinsam beten an dem Ort, wo du dich gerade befindest. Gott, ich danke dir, dass wir heute Trost und Hoffnung in den Worten deines Sohnes Jesus Christus finden. Wir sehen, wie deine göttliche Hand und deine Bestimmung jeden Schritt seines Lebens führten. Und hilf uns, Gott, dir neu zu vertrauen, dir von Herzen zu vertrauen, auch mit unserem Leben. Während wir heute beten, sehen einige vielleicht Dinge in ihrem Leben und denken, ich verstehe das nicht wirklich. Warum? Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn die Dinge gut laufen. Aber wenn die Dinge nicht gut laufen, ist es manchmal schwierig, Gott zu vertrauen. Du siehst nichts, du verstehst nicht. Wenn du dich gerade an einem schwierigen Ort befindest und du sagst, Stephan, ich brauche wirklich Gebet. Ich würde wirklich gerne für dich beten. Wenn es dir nichts ausmacht, wenn du jetzt gerade Gebet brauchst, leg einfach deine Hand auf dein Herz und sag, ja, ich brauche Gebet. Und lass mich für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du die Details jeder einzelnen Situation kennst. Gott, so schmerzhaft das Leben auch sein mag, wir erkennen an, dass du alles bist, was wir brauchen. Und Gott, ich bete, dass in dieser Zeit der Fragen deine Gegenwart unser Leben neu erfüllt. In diesem Moment bete ich, dass dein Heiliger Geist jedes schmerzende Herz berührt, dass Gott dein Frieden, der jeden menschlichen Verstand übersteigt, unser Herzen erfüllt und bewahrt in Christus Jesus. Und Gott, auch wenn wir auf dieser Seite der Ewigkeit niemals alles komplett verstehen werden, Gott, wir beten, dass wir dir neu vertrauen können, weil du immer gut bist und du für uns bist. Und wir danken dir, Gott, dass Jesus verlassen wurde, damit wir niemals verlassen werden müssen. Uns ist vergeben und du wirst immer bei uns sein. Dafür danke ich dir. Amen. Wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich bin so verletzt und so enttäuscht von Menschen, von mir selbst oder vielleicht sogar von Gott, ich möchte dich ermutigen, nächste Woche wieder dabei zu sein. Wir werden uns mit den Worten von Jesus auseinandersetzen, als er am Kreuz sprach, Vater, vergib ihnen.
Wir wollen lernen, wie wir wirklich vergeben können. Vielleicht bist du auch hier und du hast bisher alle deine Schuld mit dir selber rumgetragen. Die gute Nachricht ist, das brauchst du nicht mehr. Vielleicht fragst du dich, kann Gott überhaupt jemanden wie mich lieben? Mir kann er bestimmt nicht vergeben, wenn du wüsstest, was ich alles getan habe. Ich möchte dich daran erinnern, dass Jesus verlassen wurde, damit uns vergeben werden konnte. Gott verurteilte die Schuld am Kreuz und Jesus starb für jede Sünde, die wir jemals begangen haben. Hier ist die gute Nachricht. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Der Stein wurde entfernt und das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden und wird vergeben werden. Jesus wendet sich heute in seiner Liebe zu dir. Jesus möchte dir deine Schuld und Last abnehmen. Er möchte dir ein neues Leben in Freiheit schenken. Alles, was du zu tun hast, ist Ja zu dieser Einladung zu sagen. Wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dann lass uns zusammen beten. Ich werde einige Worte vorformulieren. Ich möchte dich einladen, an dem Ort, wo du gerade bist, mir nachzubeten. Sag, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist und dass du lebst. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr und sei mein Gott. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann sag unserem Team im Chat Bescheid. Wir würden uns freuen, dir zu helfen, nächste Schritte im Glauben zu gehen und Jesus besser kennenzulernen. Wenn du Gebet wünschst und noch mit jemandem sprechen möchtest, dann schreib uns kurz im Chat und lass es uns wissen. Ansonsten möchte ich dich herzlich einladen, dass du uns weiter finanziell unterstützt, dass wir als Kirche in dieser Zeit unaufhaltbar nach vorne gehen können und Menschen Hoffnung und Frieden bringen können, indem du eine Spende per Überweisung oder per PayPal gibst. Nähere Informationen findest du oben rechts am Bildschirm. Wenn du Teil von unseren Dream Teams unserer Kirche werden möchtest, unsere Teamleiter kennenlernen möchtest oder mehr über unsere Werte als Kirche erfahren möchtest, bist du herzlich zu unserer Videokonferenz eingeladen, zu unserem Expeditionskurs. Du brauchst einfach nur auf den Button Nächste Schritte auf deinem Bildschirm klicken. Ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche hier wieder zu sehen. Gottes Segen.